Aber liegt vielleicht auch einfach daran, dass wir wahrscheinlich einfach wahrscheinlich auf dem gleichen Kanal einfach weiter gucken werden und dann gucken. Also wie gesagt, man kann ja zwischenzeitlich mal die Bingo-Karte aufschlagen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und als Vorbereitung einfach mal gucken, was wir bisher alles getroffen haben. Nicht viel. Nicht viel auf jeden Fall. Ach, guck mal, jetzt sehe ich gerade, hier würde es dann quasi gleich weitergehen. Da ist nämlich schon der Counter für 2 Minuten. Aber die untere Zeile mit einer neuen PlayStation-IP und der Release von Hardware, der wird mich vielleicht noch retten. Der T-Shirt, Teaser und Crazy Taxi könnte mir auch noch ein Bingo bescheren. Also 2 Treffer beim Summer Game Fest. Game of the Dev hat keinen Treffer. Ich habe wenig Devolver, wobei Devolver ist Baby Steps. Und das wurde Gott sei Dank auf der State of Play gezeigt. Also nicht viel, nicht viele Treffer. Ich glaube, vieles entscheidet sich dann auch leider erst am Sonntag. Egal, gehen wir mal rein. Oh, Musik auf die Ohren. Weil das wird das letzte Event für den heutigen Abend. Es ist nicht mal Abend, es ist früh am Morgen. Oh, Mamma mia, ey. Aber das gehört dazu. Das gehört zum Summer Game Fest dazu, dass man einfach auch lange wach bleibt. Deswegen bin ich jetzt auch ein bisschen leiser und ein bisschen ruhiger und verbrauchter. Aber ich denke, das wird jetzt gleich nochmal eine halbe Stunde interessant. Devolver ist dafür bekannt, dass die gleich sehr viel Mindfuck und Brainrot und weiß der Teufel was rausklamüsern. Und ich bin sehr gespannt drauf. Na, jetzt schon das Darstellung, das hat schon ein bisschen was von, wie hieß das Spiel nochmal, Loop Hero? Also, Devolver ist eigentlich auch eher bekannt, sage ich auch, glaube ich, jedes Mal, ein Publisher, der Spiele publisht, wo andere Publisher sagen, boah, ey, das ist zu riskant. Und dann kommt meist ein Devolver und sagt so, hey, wir haben Bock drauf. Aber ja, schauen wir mal, was die uns diesmal zeigen. Bin sehr gespannt. Kalt auf Alarm natürlich wieder. Oh. Kenny's son makes video games. In fact, Kenny's son has made games for as long as he could remember. Even as a young man, his curiosity and dedication to the art was apparent. His parents, his teachers, and his friends all knew this about Kenny. He loved video games, and his desire to make them was undeniable. Taking inspirations from the world übrigens letztes Jahr der Direct-Hänger, Volvi. Kenny was always in front of a screen, tinkering away at whatever idea fluttered through his mind. Video games would take Kenny far in life, but he could have never expected the heights he'd one day reach. One day, I'm gonna make a game called Bob just for you, Volvi. A game named Bob? Ball X-Pit. Ich bin jetzt sehr gespannt, ob das jetzt nur um ein Spiel geht oder sie doch vielleicht eventuell doch noch was anderes machen. Nur halt diesen Kenny Sun halt als großen Aufhänger benutzen, um andere Spiele zu zeigen. Hey there, I'm Kenny Sun, and I'm coming up with my new game, Ball Pit. And this is how I imagine my studio would look like if Devolver Digital gave me enough funds to make my own studio. Are you? Yes, it's just me. There's like 5 of us, Kenny. So whose studio is this? So, my first notable game was Circa Infinity, a hypnotic platformer that was passed over by Devolver Digital when I first pitched it to them. But that game did a lot of good to me. It gave me the belief and the confidence to actually make video games as a career. And I'm so grateful for the early support from players, and no props to Devolver Digital for obvious reasons. From there, I started taking out video games every year to hone my craft and explore the passion that I had for geometric shapes. And that gave rise to the IGF-nominated Mr. Sun's Hatbox, which was again declined by Devolver Digital. But that game got a lot of commercial and critical success. And now we are here in the present tense,
Ball Pit, the brick breaking, the ball fusing, the base building, survival roguelite in partnership with Devolver Digital. They finally got their together and they saw the potential of this beautiful game when its balls started dangling in front of their faces. So do you want me to edit out that last part? No, please don't, keep it. So now we're going to discuss about Ball Pit, and we're going to see its first trailer, and after that we're going to dwell a little bit deeper into what makes this game so much fun. Roll that footage, Henry. Go for it. You said you were the only one here. Henry. Henry. And Friends, ganz wichtig. Balbalon has fallen. A pit is all that remains. Now treasure seekers flock to explore its depths. Ach du Scheiße. A brick breaking, ball fusing, base building, survival roguelite, power up, Power up. rebuild Balbalon. Ich habe Angst, dass das wirklich existiert. Ball pit. Kein Witz. Descend into chaos. Okay. That computer isn't even plugged in. So, Übrigens, Devolver ist dafür So bekannt, dass das halt einfach eine Parodie ist, ne? when I first started work on Ball Pit, When we started work on Ball Pit, so I was saying, it was a little different from what it is right now. The core concept has been the same from the beginning, but I've built on top of it the last few years. Also, the game comes from a very private, intimate space. Look, when I was a little boy, I was diagnosed with IBS, internal ball syndrome. That's not what that stands for. Now, what that meant was that I would spontaneously spit up balls. These dang balls. But that was not painful or anything. But the affliction was such an important part of my life that I had to weave it into the narrative of my next game as an artist. And as they say, true art lies within. Ball Pit. The demo is on Steam as we speak, and the full game is going to release later this year. So if that is something that intrigues you, then please give the demo a spin and also wish list the game to be up to date with the release date later this year. And if even then you're not convinced, then I have two folks that I've invited who have been really important for me to bring this game to life. And other people back behind the scenes, team, thank you so much, everybody. Thanks. But these two have been the two stars for sure. Thank you, Kenny. And hello to all you gamers out there. I'm Rick, and I play the Fireball in Ball Pit. And I'm Janice. Some of you may recognize me from my past work, say as a segment in the Super Mario Bros. Fire Bar. Yes, I was Ball 3. And most recently as the Light Punch Hadouken from Street Fighter. And my co-star, Janice, who is new to video games and, quite honestly, in over her head. That was an unnecessary jab, Rick. So, hello, I am Janice, and I play one of the hunters in Ball Pit, which is just one Nice. of the many playable characters. But Scheiße. I'm just so excited to be working on a Mein Name video ist game. Janice. So my kids nice. love video games, and they just think this is so cool. And I used to work in insurance, and you know, sometimes I handled fires, but not like fireballs. Would love to extinguish that. But this is just so much more fun.
Look at me in my dress-up outfit. It's so fun. But anyways, I'm rambling now, so sorry about that. I'm just excited to be here. Woo! A masterclass in syllables. Now, Ball Pit is a fast-paced fantasy roguelike wherein heroes must find the balls to plunge deeper into a seemingly bottomless pit of monsters. There are two sides to the game, much like that two-faced Janice. You, Rick. The combat side of Ball Pit sees players select one of the hunters, each with their own starting ball type and special perks. Collecting XP gems from vanquished foes builds up your meter, which allows you to add new balls and items into the mix and upgrade, or even combine existing balls to create insane mashups of power. Each realm you visit has its own unique enemy tile set, pesky mini-bosses, and menacing final boss figure to clash with at the very end of the run. Win or lose, you can take some or all of your spoils of war back up the pit to base camp. Use those resources to build out new structures to your town and fields to harvest that unlock new playable hunter characters, each with their own flair in combat. Over time, your base will expand, giving way for more room for buildings, fields, and quarries to draw from, and improve your hunters' chances of Das ist survival. alles There are many irgendwie ein lanes schlechter to roam, Witz mit many diesem hunters to unlock, Breakout. and a dizzying Shit. amount of balls and combinations to experiment with on your quest to rebuild Babylon. Thanks for mansplaining, prick. Oh, I mean Rick. Slip of the tongue. And that, my friends, was a little bit on Ball Pit. And there is a lot more to unveil in the coming months as we march towards the release later this year. If you still haven't, please try the demo on Steam as soon as you can, because this has been something that I've wanted to create since I was a sweet little boy. Hi. And this is something very, very special. Das war's? Das war's noch nicht. Das war's? Das war's? Was ist das? Das war's noch nicht. Nein, das war's noch nicht, oder? Die haben ein Spiel gezeigt, ein Breakout, Roguelike-Gedöns und das war's. Das ist ein schlechter Scherz. Also das ist der beschissenste Scherz, den sie je gebracht haben. Das war's. Tja, dann gehe ich jetzt ins Bett. Was ein Scheiß. Oh Mann, ey, das ist, glaube ich, die herbste Enttäuschung, die ich hier hatte. Summer Game Fest war gut, das Game of the Dead war interessant und Devolver, was auch immer Devolver da jetzt gerade uns gezeigt hat, für einen Scheiß. Tja, also, ja gut, ich bin ja froh, dass Baby Steps gesehen worden ist und ich bin froh, dass ich auf meiner Bingo-Karte, da, ping, nicht so viel Devolver drauf geschmiert habe. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also ich kriege heute an dem ersten Tag noch kein Bingo. Ich glaube, entscheidend wird es dann halt, wenn wir am Sonntag uns einfach Microsoft angucken. Ich glaube, das wird dann auch wieder interessant. Hoffentlich. Na gut, in dem Sinne, danke fürs Zuschauen. Ich mache die Bingo-Karte mal weg. Es war ein wunderschöner Abend mit euch. Meine Energy ist leer. Ich bin saumüde. Gab so viele Sachen, die mir jetzt schon wieder, wo mir die Hälfte schon wieder entfallen ist. Ich fasse am Sonntag zusammen, bevor wir uns Markus angucken, was wir bisher gesehen haben und bereite die Bingo-Karte auch
Da, ein bisschen weiter vor, damit wir eventuell schon die ersten Bingos vielleicht kriegen könnten. Ich glaube nicht dran. Ich glaube, dieses Jahr wird wieder nichts mit Bingo. Wann hat ihr das letzte Mal Bingo? Als Witcher 3 für die Switch angekündigt worden ist. Da hat ihr auch Glück. Egal. In dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Samstag. Ein schönes Wochenende. Wir sehen uns Sonntagabend um 19 Uhr mit dem Xbox Showcase, wo dann auch Outer Worlds 2 nochmal in großen Dingen vorgeführt wird. Dann gucken wir uns im Anschluss dann noch die PC Gaming Show an. Und dazwischen versuchen wir irgendwie noch die Wholesome und die Future Gaming Show reinzudrücken. Und zur Not holen wir den ganzen anderen Kram alles am Donnerstag nach, je nachdem was noch kommt. Vielleicht haut ja Nintendo echt noch so eine Direct raus. Ist ja eine Option. Na gut, in dem Sinne, danke fürs Zusehen, danke fürs Durchhalten. Haut rein.